Lektion 1: Gymnastikbewegungen. Zurück zur Stange und nach hinten springen, der Kopf ist zum Himmel gerichtet. Das klingt nach einer anspruchsvollen Gymnastikübung. Ja, da sich der Körper mit der Körpermitte über die Stange wölbt. Ich bewundere die dafür erforderliche Kraft und Flexibilität. Es erfordert viel Übung, solche Techniken zu beherrschen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie schwierig es sein muss, diesen Schritt perfekt zu machen. Es ist beeindruckend, den Turnern bei ihren Übungen zuzusehen. Absolut. Ihr Engagement ist inspirierend. Lasst uns gemeinsam einen Turnwettkampf zum Anschauen finden. Lektion 2: Letzte Änderungen. Wie geht es dir? Mir ging es super. Ich habe vor kurzem beschlossen, ein neues Hobby zu beginnen. Das klingt interessant. Für welches Hobby hast du dich entschieden? Ich beschloss, mit der Malerei anzufangen, denn sie hat mich schon immer fasziniert. Malen ist eine wunderbare Möglichkeit, sich auszudrücken und zu entspannen. Absolut. Ich finde es so entspannend, den Pinsel auf die Leinwand zu setzen. Hast du schon etwas gemalt? Ja, ich habe eine Strandlandschaft erstellt, sie ist besser geworden, als ich erwartet hatte. Das ist fantastisch. Ich würde dein Kunstwerk gerne eines Tages sehen. Lektion 3: Tartanerbe. Kennen Sie die einzigartigen Tartans, die das schottische Erbe repräsentieren? Ja. Jeder Tartan hat seine eigene Geschichte und Verbindung zu Familien. Es ist faszinierend, wie solche Muster Geschichte und Identität symbolisieren können. Genau. Mit einem Tartan tragen sie ein Stück ihrer Vorfahren. Ein weiterer berühmter Teil des schottischen Kulturerbes ist das Musikinstrument Dudelsack. Der Klang von Dudelsäcken ist ikonisch und ruft starke Emotionen hervor. Es ist erstaunlich, wie Musik Geschichten erzählen kann, genau wie Schottenkaro. Ich würde gerne mehr über die Geschichte des Tartans und des Dudelsacks erfahren. Lasst uns den Besuch eines schottischen Festivals planen, das wäre ein tolles Erlebnis. Lektion 4: Jordanien verstehen. Am besten betrachtet man Jordanien in zweierlei Hinsicht. Was meinst du damit? Als Mensch und Sportler mit unglaublichen sportlichen Fähigkeiten. Das macht Sinn. Seine sportlichen Leistungen sind wirklich bemerkenswert. Ja, und sein Einfluss geht über die Leichtathletik hinaus. Er hat unzählige Menschen dazu inspiriert, ihre Träume zu verfolgen. Genau. Seine Arbeitsmoral und Entschlossenheit sind bewundernswert. Es ist erhebend zu sehen, dass jemand seine Plattform für gute Zwecke nutzt. Absolut. Er ist in vielerlei Hinsicht ein Vorbild. Lektion 5: Wirtschaftssysteme. Es stimmt, dass der Kommunismus in vielerlei Hinsicht ein böses System ist. Ja, es hat seine Mängel und hat erhebliche Herausforderungen mit sich gebracht. Aber es ermöglicht uns, in bestimmten Situationen wirtschaftliche Fortschritte zu erzielen. Das ist eine interessante Perspektive. Fortschritt kann aus verschiedenen Systemen kommen.
Es ist wichtig, die Ergebnisse und Auswirkungen kritisch zu bewerten. Absolut. Das Verständnis verschiedener Wirtschaftssysteme hilft uns beim Lernen. Wir sollten immer nach Verbesserung und Innovation streben. Ich stimme zu. Es ist ein komplexes Thema, das eine weitere Diskussion wert ist. Lesen wir mehr darüber und erkunden wir verschiedene Standpunkte. Lektion 6: Erfolge schreiben. Haben Sie bisher Geschichten geschrieben, auf die Sie stolz sind? Ja, ich habe eine Mystery-Geschichte mit einer überraschenden Wendung am Ende geschrieben. Das klingt faszinierend. Was hat Sie dazu inspiriert, es zu schreiben? Ich habe es immer geliebt, Krimis zu lesen, deshalb wollte ich meinen eigenen schreiben. Das ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Leidenschaft ins Schreiben zu kanalisieren. Die Entwicklung der Handlung und der Charaktere war eine Herausforderung, aber lohnend. Das kann ich mir vorstellen. Wie haben deine Freunde auf deine Geschichte reagiert? Es hat ihnen sehr gefallen. Ihr Feedback hat mich wirklich motiviert, weiterzuschreiben. Das ist fantastisch. Ich würde es gerne irgendwann einmal lesen. Lektion 7: Kundenbetreuung. Bei der Arbeit bin ich hauptsächlich für die Kundenbetreuung und Telefonanrufe zuständig. Das klingt interessant. Ist es für Sie eine Herausforderung oder einfach? Es kann beides sein, manche Tage sind einfacher als andere. Ich kann mir vorstellen, dass der Umgang mit unterschiedlichen Persönlichkeiten schwierig sein kann. Genau. Es erfordert Geduld und gute Kommunikationsfähigkeiten. Gibt es besondere Herausforderungen, mit denen Sie regelmäßig konfrontiert werden? Manchmal sind Kunden verärgert und es ist meine Aufgabe, sie zu beruhigen. Das muss ziemlich stressig sein. Wie schaffst du das? Ich versuche, mich in sie hineinzuversetzen und Lösungen anzubieten. Lektion 8: Kompliment des Tänzers. Ich hatte gestern eine Tanzstunde und es war ein tolles Erlebnis. Hat Ihnen der Dozent Feedback zu Ihrer Leistung gegeben? Er meinte, ich sei für einen Anfänger gut, aber ehrlich gesagt glaube ich, dass er nur höflich war. Es ist üblich, dass Lehrer ihre Schüler ermutigen, insbesondere wenn sie Potenzial erkennen. Stimmt, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich mit den Grundlagen zu kämpfen hatte. Jeder fängt irgendwo an und es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Verbesserungen Zeit brauchen. Ich denke, Sie haben recht und es hat trotzdem Spaß gemacht, neue Bewegungen zu lernen. Genau. Der Spaß am Prozess ist entscheidend und jeder kleine Schritt trägt zum Fortschritt bei. Vielleicht nehme ich bald noch eine Unterrichtsstunde, nur um weiter zu üben. Lektion 9: Wunder der Natur. Ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, mehr Zeit im Freien zu verbringen. Das klingt wunderbar. Wo möchten Sie anfangen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, vielleicht sollte ich mir einen sonnigen Platz in deinem Garten aussuchen. Das wäre ein perfekter Ort, besonders jetzt, wo alle Blumen blühen. Ich kann mir schon vorstellen, wie erfrischend es wäre, mit einem guten Buch dort zu sitzen. Ja, und Vogelgezwitscher würde es noch angenehmer machen. Ich liebe die Natur, sie hat eine so beruhigende Wirkung auf den Geist.
Auf jeden Fall ist die Verbindung mit der Natur eine großartige Möglichkeit, den Geist wieder aufzuladen. Das sollte ich unbedingt zu meinem Wochenendplan machen. Lektion 10. Formulare ausfüllen. Ich habe diese Formulare, die für den neuen Job ausgefüllt werden müssen. Kann ich Ihnen dabei helfen? Manchmal kann es etwas überwältigend sein. Ja, bitte. Kann ich Ihren Ausweis haben, um eine Kopie zu machen? Natürlich. Es ist direkt in meiner Brieftasche, lass es mich für dich holen. Danke. Es ist nur eine Formalität, aber ich möchte, dass alles richtig gemacht wird. Ich verstehe, es ist immer besser, organisiert zu sein, insbesondere bei wichtigen Angelegenheiten. Sobald wir diese ausgefüllt haben, kann ich sie einreichen und hoffentlich bald beginnen. Das ist spannend. Ich bin sicher, dass Sie in Ihrer neuen Position großartig zurechtkommen werden. Das hoffe ich. Ihre Unterstützung erleichtert diesen Prozess ungemein. Lektion 11. Shuttlebus. Haben Sie vom Shuttlebus-Service hier gehört? Ja, habe ich. Es ist kostenlos und fährt alle 15 Minuten, was sehr praktisch ist. Genau. Es macht das Herumkommen so viel einfacher, ohne sich Gedanken über das Parken machen zu müssen. Das finde ich super. Außerdem ist es umweltfreundlich, was ein Bonus ist. Es stimmt, dass öffentliche Verkehrsmittel eine großartige Möglichkeit sind, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Außerdem können wir die Landschaft genießen, ohne den Stress des Fahrens. Vielleicht nehme ich später den Shuttle zum Markt, das ist die perfekte Lösung. Klingt nach einem guten Plan. Sag Bescheid, wenn du Gesellschaft möchtest. Das würde mich freuen. Das macht die Reise noch angenehmer. Lektion 12. Lebensmittelgeschäft. Gehst du heute in den Laden? Ja, ich muss ein paar Lebensmittel für die Woche kaufen. Haben Sie eine Liste oder schauen Sie einfach, was Sie brauchen? Ich habe eine Liste, aber manchmal stöbere ich gerne darin und schaue, was mir ins Auge fällt. Das ist ein guter Ansatz. Vielleicht finden Sie etwas Besonderes. Genau. Ich entdecke oft neue Zutaten, die mich zu neuen Rezepten inspirieren. Kochen mit frischen Zutaten macht immer einen geschmacklichen Unterschied. Absolut. Außerdem ist es gesünder, möglichst frische Lebensmittel zu essen. Ich sollte mich wahrscheinlich zu Ihnen gesellen, gemeinsam macht Einkaufen immer mehr Spaß. Lektion 13. Frische Produkte. Haben Sie daran gedacht, für das Abendessen heute Abend frische Lebensmittel einzukaufen? Ja, ich habe etwas Gemüse und Nudeln mitgenommen. Das sollte eine schöne Mahlzeit ergeben. Das klingt köstlich. Frische Zutaten verleihen dem Geschmack immer einen besonderen Touch. Ich stimme zu. Ich habe auch ein paar Kräuter besorgt, um dem Ganzen etwas mehr Geschmack zu verleihen. Tolle Idee. Frische Kräuter können ein Gericht wirklich verwandeln. Genau. Ich liebe es, mit verschiedenen Kombinationen zu experimentieren. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Sie mit all diesen Zutaten kreieren. Es wird eine wunderbare Überraschung, das verspreche ich. Ich bin sicher, es wird großartig, Sie haben immer die besten Rezepte.
Lektion 14. Gesündere Entscheidungen. Ich versuche in letzter Zeit, mich gesünder zu ernähren, und es fühlt sich großartig an. Das ist wunderbar. Ich werde mich Ihnen anschließen und auch gesündere Entscheidungen treffen. Es ist viel einfacher, wenn Sie einen Partner haben, mit dem Sie die Reise teilen können. Auf jeden Fall. Wir können uns gegenseitig motivieren, an unseren Zielen festzuhalten. Ich habe begonnen, mehr Obst und Gemüse in meine Mahlzeiten einzubauen. Das ist eine fantastische Idee, sie liefern so viele wichtige Nährstoffe. Seit ich diese Änderungen vorgenommen habe, fühle ich mich energiegeladener und konzentrierter. Das ist mir auch aufgefallen. Es ist erstaunlich, wie sich Essen auf unser allgemeines Wohlbefinden auswirkt. Lassen Sie uns diese Woche gemeinsam ein paar gesunde Mahlzeiten planen. Lektion 15. Auffällige Designs. Ich gehe später zum Markt und schaue, was mir ins Auge fällt. Das klingt nach Spaß. Denken Sie daran, das Design und die Qualität der Artikel zu berücksichtigen. Auf jeden Fall. Ein gut gestaltetes Produkt kann einen großen Unterschied machen. Außerdem spiegelt es oft die Handwerkskunst wider, die dahinter steckt. Genau. Ich liebe es, einzigartige Stücke zu finden, die auffallen. Es ist lohnend, etwas Besonderes zu entdecken, das eine Geschichte erzählt. Ich stimme zu. Jeder Artikel kann seinen eigenen Charakter haben. Lass uns das nächste Mal zusammen einkaufen gehen. Ich würde gerne deine Funde sehen. Das wäre großartig. Ich schätze Ihren Designgeschmack immer sehr. Lektion 16. Partyplanung. Ich plane dieses Wochenende eine Party und bin so aufgeregt. Unsere Freunde werden es lieben. Was schwebt Ihnen als Thema vor? Ich denke an etwas Lässiges und Lustiges, vielleicht ein Barbecue. Das klingt perfekt. Es ist eine tolle Möglichkeit, gutes Essen und Gesellschaft zu genießen. Ich kann es kaum erwarten, die Gesichter aller zu sehen, wenn sie ankommen. Es ist immer eine Freude, Freunde zusammenzubringen und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Ja, und ich bin sicher, dass es mir ein Vergnügen sein wird, alle zu bewerten. Ich freue mich darauf, bei den Vorbereitungen mitzumachen. Lasst uns ein unvergessliches Ereignis daraus machen. Ich bin dankbar für Ihre Hilfe. Gemeinsam können wir es großartig machen. Lektion 17. Scheidung und Kinder. Wenn es um Kinder und Scheidung geht, ist das eine schwierige Situation. Ich weiß, es ist überhaupt nicht Ihre Schuld und Sie sollten nicht leiden müssen. Genau. Kinder sind weder die Ursache einer Scheidung, noch können sie verhindern. Sie ist eine große Herausforderung. Die emotionalen Auswirkungen auf sie können erheblich sein und wir müssen darauf achten. Für Eltern ist es in solchen Zeiten von entscheidender Bedeutung, sich auf das Wohlergehen ihrer Kinder zu konzentrieren. Absolut. Offene Kommunikation und Unterstützung sind für ihre Eingewöhnung unerlässlich. Ich hoffe, dass die Gesellschaft weiterhin erkennt, wie wichtig es ist, Kindern in diesen Angelegenheiten Priorität einzuräumen. Ja, es ist wichtig, sicherzustellen, dass sie sich trotz der Veränderungen geliebt und sicher fühlen. Gemeinsam können wir dazu beitragen, ein verständnisvolleres Umfeld für sie zu schaffen. Lektion 18. Container organisieren. Ich habe darüber nachgedacht, wie unordentlich mein Arbeitsplatz in letzter Zeit geworden ist.
Das ist eine gute Idee. Ich muss mir ein paar kleine Behälter besorgen, um alles besser organisieren zu können. Genau. Es kann wirklich einen Unterschied machen, wenn alles seinen Platz hat. Es hilft, Ordnung zu halten und erleichtert das Auffinden der benötigten Dinge erheblich. Außerdem kann es sehr therapeutisch sein, Ihren Raum aufzuräumen und zu organisieren. Ich stimme zu. Wenn alles in Ordnung ist, entsteht eine produktivere Atmosphäre. Ich sollte Sie bei dieser Mission begleiten. Gemeinsam können wir ein unterhaltsames Projekt daraus machen. Das klingt super. Wir können uns ein paar stilvolle Behälter aussuchen, die zu unserer Einrichtung passen. Ich bin gespannt, wie viel funktionaler unsere Räume werden, nachdem wir sie organisiert haben. Lektion 19. Es weitergeben. Sie werden nicht glauben, was mir neulich im Café passiert ist. Ach, wirklich? Was ist passiert? Ja, einmal hat jemand vor mir meinen Kaffee bezahlt, und das hat mir den Tag gerettet. Das ist so nett. Es ist schön, wenn Menschen etwas Nettes für Fremde tun. Das ist es wirklich. Ich fühlte mich inspiriert, es weiterzugeben, wenn ich das nächste Mal dort bin. Das ist eine wunderbare Idee. Kleine Gesten der Freundlichkeit können große Wirkung erzielen. Genau. Es hat mich daran erinnert, wie eine einfache Geste jemandem den Tag verschönern kann. Ich liebe diesen Geist, es sind diese kleinen Momente, die uns alle verbinden. Auf jeden Fall. Daran werde ich jedes Mal denken, wenn ich unterwegs bin. Lektion 20. Morgenentspannung. Ich versuche immer, mir vor Beginn des Arbeitstages etwas Zeit zum Entspannen zu nehmen. Das hilft mir wirklich, dem Tag positiv entgegenzublicken. Das ist eine tolle Idee. Wie sieht Ihr Arbeitsplan aus, sobald Sie im Büro sind? Normalerweise beginne ich meinen Tag mit einer Reihe von Meetings, was ohne diesen ruhigen Start ziemlich überwältigend sein kann. Das kann ich mir vorstellen. Ein ruhiger Morgen kann einen großen Unterschied machen, wenn man einen vollen Terminkalender hat. Genau, und ich finde, dass ein bisschen Meditation oder Dehnung wirklich dabei hilft, meinen Kopf frei zu bekommen. Das klingt wunderbar. Ich sollte darüber nachdenken, etwas davon auch in meine Morgenroutine einzubauen. Das sollten Sie unbedingt. Ein entspannter Start in den Tag kann zu besserer Konzentration und Produktivität führen. Ich bin sicher, es würde mir helfen, die Herausforderungen des Tages mit mehr Selbstvertrauen anzugehen. Es geht darum, dieses Gleichgewicht zu finden, und ich glaube, Sie werden die Vorteile wirklich genießen. Lektion 21. Vielfältige Ökosysteme. Haben Sie schon einmal über die verschiedenen Arten von Umgebungen nachgedacht, die in der Natur vorkommen? Absolut. Es gibt typische Wälder voller hoher Bäume und einer vielfältigen Tierwelt. Ja, und dann gibt es einzigartige Pflanzen wie Kakteen, die in warmen Wüsten gedeihen und sich an ihre Umgebung anpassen. Das ist faszinierend. Es ist erstaunlich, wie jedes Ökosystem seine eigenen Regeln und Lebensformen hat. Schließlich gibt es subtropische Regionen mit üppiger Vegetation und lebendiger Tierwelt. Ich liebe es, wie jedes Gebiet die unglaubliche Anpassungsfähigkeit der Natur zeigt. Es ist wirklich ein Beweis für die Widerstandsfähigkeit des Lebens auf unserem Planeten. Ich denke, dass uns das Verständnis dieser Ökosysteme hilft, die Bedeutung von Naturschutzbemühungen zu erkennen. Genau.
Der Schutz dieser vielfältigen Lebensräume ist für die Erhaltung des natürlichen Gleichgewichts unerlässlich. Lektion 22: Effektives Training. Wenn ich trainiere, verbringe ich normalerweise etwa 1,5 Stunden damit, Aufwärmen und Abkühlen inbegriffen. Das klingt nach einem ausgewogenen Trainingsprogramm. Wie strukturierst du dein Training? Ich beginne mit einem Aufwärmen, um meine Muskeln vorzubereiten, und stürze mich dann in die Hauptübungen. Das ist clever. Ein gutes Aufwärmen kann Verletzungen vorbeugen und die Leistung steigern. Auf jeden Fall, und ich beende das Training immer mit einem Cooldown, damit sich mein Körper erholen kann. Es ist wichtig, Ihrem Körper Zeit zu geben, wieder in den Ruhezustand zurückzukehren. Ich habe festgestellt, dass sich meine allgemeine Fitness deutlich verbessert, wenn ich mir die Zeit für diese Phasen nehme. Damit sollte ich unbedingt auch anfangen, das klingt nach einem Erfolgsrezept. Sie werden den Unterschied spüren, vertrauen Sie mir. Es geht um Beständigkeit und Sorgfalt. Lektion 23: Überzeugung und Engagement. Ich habe darüber nachgedacht, wie wir manchmal versuchen, einander aus unserer eigenen Perspektive heraus zu überzeugen. Das ist interessant. Gerade in Diskussionen wird oft auf unterschiedliche Standpunkte eingegangen. Genau, und dieses Engagement kann eine effektive Kommunikation entweder fördern oder behindern. Es ist wichtig, einen gemeinsamen Nenner zu finden und gleichzeitig die Meinungen des anderen zu respektieren. Ich stimme zu. Wenn wir die Dinge aus der Perspektive eines anderen sehen können, öffnet das die Tür zum gegenseitigen Verständnis. Das stimmt wirklich. Ein konstruktiver Dialog kann zu besseren Lösungen führen. Und manchmal geht es darum, Kompromisse einzugehen, um einen Konsens zu erzielen. Dies ist eine wertvolle Fähigkeit, insbesondere in persönlichen und beruflichen Beziehungen. Absolut, die Förderung einer kollaborativen Atmosphäre ist für den Fortschritt von entscheidender Bedeutung. Lektion 24: Notfallevakuierungsübung. Haben Sie von der Notfallevakuierungsübung im Hotel gehört? Für mich war das ein ziemliches Erlebnis. Ja, ich war auch dabei. Es war das erste Mal, dass ich an so etwas teilgenommen habe, und ich fand es sehr aufschlussreich. Ich stimme zu. Durch die Art und Weise, wie Sie alles organisiert haben, fühlte ich mich besser auf einen möglichen Notfall vorbereitet. Absolut. Mir hat sehr gefallen, wie Sie uns die Abläufe klar erklärt und durch den gesamten Prozess geführt haben. Es ist beruhigend zu wissen, dass das Hotelpersonal die Sicherheit ernst nimmt und Pläne für unerwartete Situationen hat. Genau. Ich fühlte mich wohler, weil ich wusste, dass wir im Falle eines Falles genau wussten, was zu tun ist und wohin wir gehen müssen. Und die Übung selbst war überraschend effektiv, mir war nicht klar, wie wichtig es ist, in einem Notfall ruhig zu bleiben. Ja, Ruhe zu bewahren ist entscheidend, und die Übung hat mir dabei geholfen, diese Erkenntnis zu untermauern. Sie hat mir wirklich gezeigt, wie wichtig es ist, vorbereitet zu sein. Auf jeden Fall. Ich finde es eine gute Idee, dass jeder an solchen Übungen teilnimmt, das könnte Leben retten. Lektion 25: Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Ich habe überlegt, eine separate Mitgliedschaft im Fitnessstudio abzuschließen, um mich dieses Jahr wirklich auf meine Fitnessziele zu konzentrieren. Das klingt nach einem soliden Plan. Haben Sie über Ihr Budget für diese Mitgliedschaft nachgedacht?
Ja, ich möchte sicherstellen, dass ich in einen Ort investiere, der großartige Einrichtungen bietet, ohne die Bank zu sprengen. Das ist sinnvoll. Es ist wichtig, ein Fitnessstudio zu finden, das zu Ihrem Budget passt und dennoch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Genau. Ich suche einen Ort mit einer großen Auswahl an Geräten und Kursen, damit mein Training interessant bleibt. Abwechslung ist der Schlüssel. Sie hilft, Langeweile zu vermeiden und motiviert Sie, bei Ihrem Fitnessprogramm zu bleiben. Ich stimme zu. Außerdem habe ich gehört, dass einige Fitnessstudios spezielle Rabatte oder Aktionen anbieten, insbesondere für neue Mitglieder. Das stimmt. Es lohnt sich immer, nach Angeboten zu suchen, die eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft günstiger machen. Das werde ich auf jeden Fall tun. Ich möchte ein Fitnessstudio finden, das sich sowohl finanziell als auch von der Atmosphäre her für mich richtig anfühlt. Lektion 26: Geschmacksverbesserungen. Ich habe in letzter Zeit mit einigen Backrezepten experimentiert, aber ich habe das Gefühl, dass meinen Kreationen etwas fehlt. Sie können versuchen, für den Geschmack Vanilleextrakt hinzuzufügen. Dies kann den Geschmack vieler Backwaren deutlich verbessern. Das ist eine tolle Idee. Ich habe gehört, dass Vanille Dessert süßer machen und ihnen mehr Tiefe verleihen kann. Absolut. Es ist eine dieser magischen Zutaten, die ein gewöhnliches Rezept in etwas Außergewöhnliches verwandeln können. Ich hatte keine Ahnung, dass es einen solchen Unterschied machen könnte. Verwenden Sie es oft beim Backen? Ja, das tue ich. Ich finde, dass schon ein Teelöffel einen riesigen Unterschied machen kann, besonders bei Keksen und Kuchen. Ich werde es beim nächsten Mal auf jeden Fall versuchen. Gibt es noch weitere Tipps, mit denen ich meine Backkünste verbessern kann? Neben Vanille können auch die Verwendung frischer Zutaten und das genaue Abmessen einen großen Einfluss auf das Endergebnis haben. Das werde ich mir merken. Ich möchte meine Backkünste unbedingt perfektionieren und meine Freunde mit ein paar leckeren Leckereien beeindrucken. Lektion 27: Arbeitsstress. Hey, ist dir aufgefallen, wie stressig die Arbeit in letzter Zeit ist? Es fühlt sich an, als hätten wir ständig etwas Neues auf dem Tisch. Das habe ich. Es scheint, als hätte die Arbeitsbelastung deutlich zugenommen und kann manchmal ziemlich überwältigend sein. Genau. Ich denke, es ist wichtig, dass wir Wege finden, diesen Stress effektiv zu bewältigen, damit wir nicht ausbrennen. Absolut. Pausen, Achtsamkeit und Organisation können wirklich helfen, den Druck zu verringern. Ja, und ich glaube, dass die gegenseitige Unterstützung in arbeitsreichen Zeiten einen erheblichen Beitrag zu unserem allgemeinen Wohlbefinden leisten kann. Auf jeden Fall. Allein das Teilen unserer Erfahrungen kann uns die Last erleichtern und uns daran erinnern, dass wir damit nicht allein sind. Ich bin froh, dass wir dieses Gespräch führen. Es ist wichtig, dass wir inmitten des Chaos unserer psychischen Gesundheit Priorität einräumen. Auf jeden Fall. Lasst uns gemeinsam nach dem Rechten sehen und nach einer langen Woche gemeinsam entspannen. Ich finde diese Idee toll. Gemeinsam können wir ein unterstützendes Umfeld schaffen, das Ausgeglichenheit und Resilienz fördert. Lektion 28: Hobbys und Interessen. Hey, hast du Hobbys oder Interessen außerhalb der Arbeit? Ich würde gerne mehr darüber erfahren, was du gerne machst. Ja. Ich male gern und spiele Gitarre. Beides ermöglicht mir, mich kreativ auszudrücken und nach einem langen Tag zu entspannen. Das klingt wunderbar.
Ich finde, kreative Möglichkeiten sind so wichtig, um ein ausgeglichenes Leben zu führen und Stress abzubauen. Absolut. Beim Malen kann ich meiner Fantasie freien Lauf lassen, während mir das Musizieren Freude bereitet und mir hilft, Kontakte zu anderen zu knüpfen. Das finde ich toll. Ich wollte schon immer ein Instrument lernen. Vielleicht kannst du mir ja mal ein paar Tipps geben. Sehr gerne. Es geht darum, Spaß zu haben und sich nicht um Perfektion zu sorgen. Die Freude liegt im Prozess. Ich stimme dir voll und ganz zu. Ich denke, es kann unglaublich erfüllend und lohnend sein, ein Hobby zu finden, das einem gefällt. Ja, und es ist eine tolle Möglichkeit, neue Leute mit ähnlichen Interessen kennenzulernen und so das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Ich bin gespannt, mehr über Ihren künstlerischen Werdegang zu erfahren. Lassen Sie uns einander inspirieren, weiterhin unseren Leidenschaften nachzugehen. Lektion 29: Campingvorlieben. Wenn meine Eltern in den Urlaub fahren, übernachten sie oft lieber in einem Motel oder Hotel als zu zelten. Das ist interessant. Manche Menschen bevorzugen den Komfort und die Bequemlichkeit eines Motels, während andere das Abenteuer des Campings im Freien genießen. Ja, ich denke, es hängt wirklich von den persönlichen Vorlieben ab. Manche finden die Vorstellung, unter den Sternen zu schlafen, unglaublich reizvoll. Absolut. Beim Camping können Sie die Natur auf einzigartige Weise erleben. Ich genieße beide Erfahrungen. Motels bieten einen gemütlichen Rückzugsort nach einem langen Tag voller Entdeckungen, während Camping ein Gefühl von Abenteuer vermittelt. Das ist eine tolle Perspektive. Jede Option hat ihren eigenen Reiz und es ist schön, Abwechslung in der Urlaubsgestaltung zu haben. Ja, und ich denke, es ist wichtig, die Schönheit der Natur zu schätzen, egal, ob wir in einem Zelt oder einem bequemen Bett schlafen. Auf jeden Fall. Lass uns eine Reise planen, die beides kombiniert. Wir können mit Camping beginnen und uns anschließend in einem Motel entspannen. Ich liebe diese Idee. Es vereint das Beste aus beiden Welten, wir können die Natur genießen und haben gleichzeitig einen gemütlichen Ort zum Entspannen. Lektion 30: Leistungssport. Kennen Sie den Wettkampf, bei dem Athleten versuchen, eine schwere Metallkugel so weit wie möglich zu werfen? Das ist ein ziemlich beeindruckender Wettkampf. Ja, das habe ich. Es ist Teil des Kugelstoßens und ich finde es faszinierend, welche Kraft und Technik nötig sind, um solche Weiten zu erreichen. Genau. Die Athleten müssen ihre körperliche Stärke mit der richtigen Technik kombinieren, um ihre Leistung zu maximieren. Absolut. Es kommt auf die Technik an, denn eine kleine Fehlkalkulation kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Ich bewundere, wie engagiert diese Athleten trainieren. Es erfordert viel Disziplin, in einem so anspruchsvollen Sport herausragende Leistungen zu erbringen. Ja, und die mentale Konzentration, die für den Wettkampf auf diesem Niveau erforderlich ist genauso wichtig wie das körperliche Training. Ich stimme zu. Es ist inspirierend zu sehen, wie sie ihre Grenzen überschreiten und danach streben, persönliche und Weltrekorde zu brechen. Auf jeden Fall. Veranstaltungen wie diese zeigen den unglaublichen menschlichen Geist und das Streben nach Spitzenleistungen im Sport. Ich bin gespannt, wie sich diese Wettbewerbe im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Es ist immer wieder spannend, neue Talente in diesem Sport zu sehen.